Herzlich willkommen zu unserem nächsten Video in der Reihe Stark durch die Erkältungszeit. Heute möchte ich euch verschiedene Heilpflanzen für die Erkältungszeit vorstellen, die der liebe Gott uns in seiner Gnade geschenkt hat. Ich bin kein Arzt oder Heilpraktiker, das heißt, alles, was ich euch heute erzähle, ist rein informativer Natur und ersetzt keinen Arztbesuch. Wir haben vom lieben Gott einen bunten Blumenstrauß an Pflanzen geschenkt bekommen, die wir in der Erkältungszeit nutzen können. Wichtig ist, eine Pflanze hat oft nicht nur einen Inhaltsstoff, sondern mehrere und kann für mehrere Dinge benutzt werden, also wirkliche Geschenke. Wichtig ist auch wenn sie aus der Natur kommen, haben sie oft auch in Anführungsstrichen Nebenwirkungen. Das heißt, bei bestimmten Bedingungen im Körper, zum Beispiel wenn man eine Autoimmunerkrankung hat oder wenn man schwanger ist, in der Stillzeit, kann man bestimmte Pflanzen einfach nicht nehmen. Der rote Sonnenhut zum Beispiel stimuliert unser Immunsystem. Und Menschen mit Autoimmunerkrankungen würden davon nicht profitieren, sondern das eigene Immunsystem würde noch stärker gegen den eigenen Körper kämpfen. Also wirklich, wenn ihr irgendwie in einer besonderen Situation seid, informiert euch vorher, ob die Pflanze für euch möglich ist. Ich werde nur Wirkungen erzählen, die für die Erkältungszeit wichtig sind. Das heißt, auch wenn die Pflanzen andere Wirkungen haben, werde ich die heute nicht erzählen. Als erstes möchte ich euch die Gruppe der Phytobiotika vorstellen. Die Phytobiotika sind sozusagen die natürlichen Antibiotika, die der liebe Gott uns geschenkt hat. Sie haben den Vorteil, dass sie zum Beispiel nicht die Bakterien im Darm angreifen und ganz natürlich wirken, zum Teil auch gegen antibiotikaresistente Keime. Die Keime können sich da nicht so gut gegen anpassen, also wirklich ein Geschenk. Wir haben hier einmal den Knoblauch, das ist unser Küchenantibiotikum, das man sehr, sehr gut nutzen kann für verschiedene Anwendungen. Egal, ob man sich es als geschälte Knolle in den Hals legt, damit man bei Halsschmerzen sozusagen gleichmäßigen Film von den Wirkstoffen auf der Rachenschleimhaut hat. Oder ob man das zum Beispiel den kleinen Kindern unter die Fußsohle legt. Da ist nur wichtig, dass ihr ein Tuch dazwischen legt, das Ganze dann mit einer Mullbinde fixiert. Und dann könnt ihr das die ganze Nacht zum Beispiel dran lassen. Kann man auch mit Zwiebeln machen. Oder man kann das auch einfach frisch in den Mahlzeiten mit essen, zum Beispiel auch auf dem Brot. Ich finde, das schmeckt sehr lecker. Könnt ihr einfach ausprobieren. Zwei weitere Pflanzen, die Schwefel- und Senfölverbindungen haben und dadurch antibiotisch wirken, sind die Kapuzinerkresse. Die Kapuzinerkresse wächst oft im Garten und man kann sehr, sehr leckere Sachen daraus machen. Ja, die Inhaltsstoffe sind leider nicht so hochdosiert, dass man die einfach frisch essen kann und das funktioniert dann, sondern da gibt es Fertigpräparate, die man in der Apotheke kaufen kann. Aber zum Beispiel der Meerrettich, wenn man den Meerrettich frisch reibt und mit Honig und Zitrone verbindet und das schlöffelchenweise nimmt, dann entfaltet sich die Wirkung über mehrere Stunden, indem über den Darm das Ganze aufgenommen wird und dann in der Lunge zum Beispiel oder auch über die Haut diese Senföle abgegeben werden. Also wirklich wunderbare Pflanzen. Als zweite Gruppe haben wir eine Gruppe von Pflanzen, die unser Immunsystem stimulieren. Wir haben im ersten Video gesehen, wie wichtig unser Immunsystem ist und man kann das Ganze unterstützen, indem man zum Beispiel Pflanzen wie den roten Sonnenhut oder die Kaplan-Pelargonien nutzt, die zum Beispiel die Anzahl der Immunzellen erhöhen oder die Fressleistung der Immunzellen erhöhen, die das unspezifische Immunsystem verbessern. Und da gibt es einmal den roten Sonnenhut. Der rote Sonnenhut ist auch bekannt als Echinacea, kann man als Tinktur oder als Frischpflanzensaft nehmen, je nachdem, ob man den Alkohol möchte oder nicht. Und wichtig ist hier, dass ihr den 3 Tage hochdosiert und danach wieder eine Pause macht und danach wieder anfangt, weil sich das Immunsystem sonst daran gewöhnt und dann das Gegenteil passiert. Die Pflanze, die inzwischen meine Lieblingspflanze ist, gerade auch bei den Kindern, ist die Kaplan-Pelargonie. Und die meisten werden ihn eher kennen als Umkaluabo, das ist der afrikanische Name, eine Pflanze, die aus Afrika kommt und die das Immunsystem wirklich sehr, sehr gut unterstützt. Und ich gebe das eigentlich den Kindern inzwischen bei jeder Erkrankung. Ja, sie nehmen es einfach an, das Echinacin mögen sie vom Geschmack nicht, aber die Kaplan-Pelargonie mische ich dann immer in den Zwiebelsirup rein und dann nehmen sie das wunderbar. Und ich habe das Gefühl, die Erkältungskrankheiten sind seitdem sehr, sehr viel kürzer. Dann haben wir die Gruppe der schweißtreibenden Pflanzen. Wir haben in dem Video vorher gehört, wie wichtig das Thema Fieber ist. Fieber unterstützt unser Immunsystem und wirkt gegen die Viren und Bakterien. Und wir können über Pflanzen wie zum Beispiel die Linde oder den Holunder, den Ingwer, können wir unsere innere Temperatur einfach ein ganz kleines bisschen natürlich erhöhen. Wenn wir uns dann noch ins Bett legen, vielleicht eine Wärmflasche dazu und uns wirklich ausruhen, dann kann man wirklich viele Erkältungen, die im Anmarsch sind, da im Keim ersticken.
Also ich ermutige euch wirklich, nicht zu denken, ich habe ja nur Halsschmerzen, ich gehe weiterarbeiten, ich mache mein Ding weiter, sondern legt euch am besten, wenn ihr merkt, es kommt direkt mit einer Wärmflasche ins Bett, trinkt einen heißen Tee und ruht euch aus, dann ist es manchmal in ein paar Tagen wieder erledigt. Wenn es uns dann doch erwischt hat und wir vielleicht Muskelschmerzen haben oder Kopfschmerzen haben, hat der liebe Gott uns auch salicylathaltige Pflanzen geschenkt. Die salicylathaltigen Pflanzen sind Pflanzen, die einen Inhaltsstoff haben, von dem sich das Aspirin abgeleitet hat. Also die haben sich das sozusagen abgeguckt aus der Schöpfung. Und da gibt es einmal das Mädesüß und die Weide. Das Mädesüß kann man ganz wunderbar als Tee trinken, schmeckt so ein bisschen mandelig, schmeckt eigentlich sehr, sehr lecker. Und die Weide kann man als Tinktur nehmen. Wichtig ist, dass die Wirkung natürlich nicht ganz so schnell einsetzt wie beim Aspirin, dafür hält sie länger. Das heißt, es reicht, wenn man das zweimal am Tag nimmt. Beim Aspirin muss man ja je nachdem alle 6 Stunden wieder nachlegen. Dann kommen wir zu einer Gruppe von Pflanzen, den Pflanzen, die Schleimstoffe haben. Schleimstoffe helfen uns, weil sie sich sozusagen wie so ein Rachenpflaster über unsere entzündete Rachenschleimhaut legen. Und da gibt es ganz, ganz viele, wie zum Beispiel den Eibisch oder den Spitzwegerich oder das isländische Moos, die uns hier helfen können. Wichtig ist hier, dass wir das Ganze kalt ansetzen. Also wir sind es ja gewöhnt, wir gießen unseren Tee mit heißem Wasser auf und trinken den nach 10 Minuten. Bei den Schleimstoffen ist es so, die würden dadurch zerstört. Und deshalb setzt man das Ganze kalt an, lässt es dann aber auch länger ziehen, weil es natürlich, ja, durch die Hitze wird vieles schneller gelöst. Da brauchen wir 30 Minuten bis eine Stunde. Und wir sollten es nicht auf Vorrat ansetzen, sondern dass man es innerhalb von 2 bis 3 Stunden trinkt, weil diese Schleimstoffe leicht Schimmel ansetzen und das wollen wir natürlich nicht. Wir haben dann als nächste Gruppe die Gruppe der ätherischen Ölpflanzen. Ätherische Ölpflanzen sind die Gruppe, die mehr als 1% ätherische Öle in sich haben. Eine faszinierende Gruppe von Pflanzen. Ich mag das inzwischen sehr, sehr gern. Ich habe da eine Ausbildung gemacht und bin fasziniert, was für eine Kraft auch in diesen Pflanzen liegt. Und natürlich noch viel mehr in den isolierten ätherischen Ölen. Aber auch da gibt es noch ein zusätzliches Video dazu. Wir haben hier einmal den Thymian, eine ganz wundervolle Pflanze, die wir oft auch im Garten haben und die man dann auch frisch nutzen kann, die eigentlich bei mir in jeder Erkältungsmischung reinkommt. Die Kinder nehmen die, wenn ich Fenchel und Anis dazu mache. Dann kann ich den ein bisschen untermogeln, weil er ein bisschen bitter ist, ein bisschen herb ist. Aber wirklich eine ganz, ganz wichtige Pflanze, gerade auch bei Husten. Dann haben wir den Fenchel. Den Fenchel, das sind Samen, die man nimmt. Und da ist es wichtig, dass man die vorher anmörsert, weil die ätherischen Öle dann freigesetzt werden. Beim Salbei, auch ein Kraut, was man oft im Garten hat, der hat sehr viele ätherische Öle, die auch antiviral und antibakteriell wirken. Aber er hat auch Gerbstoffe, die sozusagen unsere Schleimhaut so ein bisschen undurchlässig machen für Viren und Bakterien. Da habe ich jetzt ein bisschen ungewöhnlichen Tipp zum Inhalieren, wenn man vielleicht eine Erkältung im Sommer hat, dass man ein Blatt nimmt, das dann so rollt, ein bisschen knickt und dann kann man sich das hier nur in den Eingang von der Nase legen, tief einatmen und dann ist es wie so eine Art Inhalation. Ich finde, es riecht sehr lecker und es funktioniert sehr, sehr, sehr gut. Als nächstes kommen wir zu einer Gruppe der Pflanzen der Bitterstoffe, die uns helfen, dass wir nach einer Grippe oder auch währenddessen, dass wir uns schneller regenerieren. Wir haben hier einmal den Weißdorn. Der Weißdorn ist besonders gut fürs Herz und sollte eigentlich in jeder Erkältungsmischung, Grippemischung vom Tee dabei sein, weil er unser Herz unterstützt und das Ganze am besten auch noch nach der Erkältung trinken. Wir haben den Rosmarin, der uns auch stärkt und kräftigt nach so einer Erkältung und uns einfach schneller wieder ganz fit sein lässt. Und dann haben wir zum Beispiel den Ingwer, der ebenfalls Bitterstoffe enthält, auch diese Schafstoffe, die antibiotisch wirken, also eine Pflanze, die eigentlich für die ganze Erkältungszeit sehr, sehr sinnvoll ist. Dann kommen wir zu einer Gruppe, die die sogenannten Gerbstoffe enthält. Ich habe vorhin schon darüber geredet, beim Salbei, der taucht auch hier wieder auf. Und der Salbei ist so eine typische Pflanze, wo man zum Beispiel auch gurgeln kann, dass man sich einen starken Salbeitee macht. Wichtig hier, lasst den länger als 10 Minuten ziehen, weil sich erst nach 10 Minuten die Gerbstoffe aus den Salbeiblättern rausziehen. Der schmeckt dann zwar herber, aber er wirkt auch so, wie er wirken soll. Eine andere Pflanze, die auch wunderschön anzusehen ist, hat so leicht knittrige Blütenblätter, ist die Zistrose. Die Zistrose ist auch eine ganz wunderbare Pflanze, weil sie auch viele Gerbstoffe enthält, unser Immunsystem unterstützt. Und da gibt es die Möglichkeit, entweder einen Zistrosentee zu kaufen
Oder es gibt auch so kleine Tabletten, die man mitnehmen kann. Zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwo hingeht und weiß, da sind viele Menschen im Zug oder so weiter, wo halt gerade in der Erkältungszeit man weiß, da kriecht's und fleucht's, dass man sich so eine Tablette einfach nimmt und die lutscht und dann werden sozusagen die Schleimhäute geschützt und die Viren und Bakterien können nicht so leicht eindringen. Meine Kinder mögen die auch schon. Das müsst ihr einfach ausprobieren. Und auch der Spitzwegerich hat diese Gerbstoffe. Allerdings müsst ihr da den Spitzwegerich dann heiß aufgießen. Dann sind zwar die Schleimstoffe kaputt, aber die Gerbstoffe werden gelöst und können dann die Wirkung erzielen, die sie haben sollen. Dann wissen wir, dass unser Immunsystem, um wirklich gut zu funktionieren, auch Vitamin C braucht. Und da gibt es ganz wundervolle Pflanzen, zum Beispiel den Sanddorn, der hat bis zu 2000 Milligramm Vitamin C pro 100 Gramm oder auch die Hagebutte. Die kann man sehr, sehr gut nutzen. Aber natürlich haben wir auch in unserer Küche und in unserer Nahrung viele Pflanzen, die sehr viel Vitamin C enthalten. Zum Beispiel hier diese wunderbare Kiwi oder die Zitrone. Nutzt die wirklich großzügig in der Erkältungszeit. Esst viel Obst und Gemüse, damit unser Körper viel Vitamin C hat. Wenn ihr keinen Appetit habt, gibt es natürlich auch Tabletten, wo man das Vitamin C einfach künstlich zu sich nehmen kann. Ist dann aber auch mal in Ordnung, weil wir lernen nachher noch, was Fasten manchmal auch eine gute Möglichkeit ist. Als nächstes gibt es eine Gruppe, die heißen Saponine. Das sind Wirkstoffe, die ihr vielleicht schon mal im Herbst, wenn man über so eine Straße entlang fährt, wo viele Kastanienbäume sind, dann uns geregnet hat und die Autos über die Kastanien fahren, dass es anfängt so zu schäumen. Saponine, der Name kommt von dem lateinischen Wort sapo, die Seife. Und es sind sozusagen, sind Seifenstoffe, die uns helfen, dass zum Beispiel der Schleim, wenn wir in den Bronchien Schleim festsitzen haben, dass der sich besser löst, dass der verflüssigt wird und dass der schneller raustransportiert wird. Hier gibt es zum Beispiel das Efeu. Den Efeu gibt es als Fertigpräparate, sollte man nicht selber als Tee ansetzen, sondern wirklich das Fertigpräparat nutzen. Aber wir haben zum Beispiel das wunderbare Gänseblümchen, was wir selber sammeln können, jetzt im Frühling. Und die Schlüsselblume. Die Schlüsselblume, auch eine ganz, ganz tolle Pflanze, steht unter Naturschutz, also geht bitte nicht raus auf die Wiese und sammelt selber. Und vor allem grabt sie nicht aus. Die Wurzel hat sehr, sehr viele Saponine. Die Blüten haben ein bisschen weniger, aber funktioniert beides und ist besonders auch in Kindermischungen ein sehr mildes, aber sehr wirksames Mittel, um Verschleimungen zu lösen. Und damit verabschiede ich mich bei euch. Ich denke, ihr könnt euch so schöne Teemischungen zusammenstellen. Ich werde nachher in den anderen Videos auch noch ein paar vorstellen, die ihr einfach so nutzen könnt. Aber ich denke, jeder hat auch das Werkzeug, um sich selber seine Teemischung zu mischen. Ich wünsche euch alles Gute und gottesreichen Segen.